Elbparisewerde ist ja jetzt in, ich möchte sagen, einer neuen Entwicklungsphase des Projektes nach 8 Jahren. Ich meine, 8 Jahre Elbparisewerde, allein das ist ja schon ein Qualitätskriterium, wenn ich bedenke, wie viele Projekte gibt es denn, die 8 Jahre existieren und die letztendlich trotz aller Schwierigkeiten, Hindernisse und Probleme, die es gab, so eine Erfolgsstory vorweisen können. Und das, was gegenwärtig hier abgeht, unter der Bezeichnung, sage ich jetzt mal, Make Elbparisewerde Great Again, ist schon beeindruckend. Allein wenn ich sehe, was jetzt in der letzten Zeit für Straßen gebaut wurden, in welch gutem Zustand jetzt einige Straßen sind, die wir vor kurzem nur noch im Schritttempo durchfahren konnten, ist das eine faszinierende Entwicklung. Und genauso geht es eben um den Bereich Piratava, das Zentrum, ich sage jetzt mal, des Hotel- und Apartmentkomplexes, wo ja die meisten, die erstmal als Urlauber oder eben auch für längere Zeit hier wohnen wollen, erstmal wohnen, sodass dieser Bereich jetzt aufgewertet wird, dass dieser Bereich jetzt verschönert wird, dass dort Bäume gepflanzt werden, Bänke hinkommen, solche Schattenplätze angelegt werden und eben auch ordentlicher Sandstrand dort entsteht. Und für diese ganzen Bauarbeiten haben wir erstmals eine Ausschreibung gemacht, eine Ausschreibung, an der sich alle Unternehmer beteiligen konnten, die in Elbparisewerde bereits als Unternehmer im Gartenlandschaftsbau im weitesten Sinne tätig sind. Die Ausschreibung war in den internen Kanälen von Elbparisewerde, ist die veröffentlicht worden, sodass jeder, der hier aktiv ist, davon Kenntnis hatte und sich daran beteiligen konnte. Ich merkte eben auch an den Reaktionen, dass das, obwohl Transparenz gefordert wird, wenn es dann sowas gibt, dann auch wieder irritiert und sich dann wieder nicht getraut, teilzunehmen. Es ist ein Weg der Entwicklung und Schritt für Schritt gehen wir hin zu Professionalität, zu Transparenz und dass eben solche Sachen dann eben auch, wie gesagt, ausgeschrieben werden und jeder, der wirtschaftlich ja tätig ist und in dem Fachgebiet tätig ist, sich dann beteiligen kann und sagen kann, okay, ich bin in der Lage und bereit, diesen Auftrag für das und das Geld zu erledigen. Und da war gestern Abgabetermin, das heißt, gestern konnten die Angebote abgegeben werden. Unter Aufsicht von Siedlern wurden die Angebote abgegeben. Auf jedem Blatt wurde gegengezeichnet, sodass also im Nachgang auch kein Blatt ausgetauscht werden kann. Denn es geht ja hier auch um Geld, um Transparenz, wie wird das Geld verwendet, wie wird das Ganze abgewickelt. Nicht, dass es dann heißt, da wird irgendwo hin und her geschoben und da wird dem was zugeschoben, sondern es geht hier einfach darum, transparent zu sehen, was kostet das Ganze, wer bietet was, bei wem kostet es wie viel. Und dann können wir den Auftragnehmer heraussuchen, der nicht nur das günstigste Angebot macht, sondern eben auch von der Qualität das Beste. Weil wir wissen selbst, das Billigste ist nicht unbedingt das Beste. Das heißt also, insofern geht es jetzt nicht einfach nur darum, billig, 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 sondern es muss ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Und nach gegenwärtigem Stand der Dinge werden wir Teilaufträge an verschiedene Unternehmen vergeben. Sodass also mehrere Unternehmen die Gelegenheit hatten bzw. haben, an diesem Auftrag zu partizipieren.